Moin und hallo zusammen. Hier ist wieder Dirk vom Pixelfehler Hamburg. Ich habe euch heute das Dachsteuergerät oder die Camper Unit mitgebracht von einem VW California T5 oder T6, wurde in beiden verbaut. Klassischer Fehler bei diesem Gerät ist der Drehknopf. Häufig ist der Drehknopf teilweise komplett abgenutzt oder innen drin brechen die Kunststoffteile weg und man kann das Bedienfeld oder die ganze Bedienung hier nicht mal richtig ausführen. Und deswegen muss man einfach den Knopf tauschen. Es gibt von uns das Set, das beinhaltet einmal die Blende komplett und diesen Knopf. Das habe ich hier. Das ist unser Ersatzteil bei uns im Shop, PX10867. Und jetzt zeige ich euch, wie man das einmal einbaut, und das ist gar nicht so schwer. Ich denke, das bekommt ihr hin. So, wir brauchen auch nicht viel Werkzeug. Einmal arbeite ich hier mit einem spitzen Messer, Skalpell. Müsst ihr gucken, was ihr da nehmen könnt, weil der Spalt ist hier relativ eng. Hier gehe ich leicht mit dem Messer rein und hebel es leicht auf, dass es so ein bisschen hochkommt. Entriegel es hier und hier auch. Jetzt muss man das ein bisschen ziehen. Und hier an der Seite, zeige ich euch einmal, hier haben wir diese gleiche Verriegelung. Hier auch und hier auch. Hier kann man es am besten einmal kurz vorher aufschneiden. Es gibt bei uns im Set auch einen neuen Aufkleber mit, dann könnt ihr es wieder versiegeln. So, aber jetzt zeige ich euch das einmal kurz so. Hier die Seite kann ich jetzt nicht zeigen, weil da muss ich wirklich Druck ausüben und einfach, so, da geht es besser. So, und hier kann ich es jetzt zeigen. Dann gehen wir hier auch noch mal zwischen. So, der Clip hat sich gelöst. Hier hinten habe ich vorhin schon einmal aufgeschnitten. Hier macht man noch mal einen Schnitt. Dann drückt man es leicht auseinander. Jetzt müsst ihr nur ein bisschen vorsichtig sein, weil hier innen drin seht ihr die Kabel. Nicht, dass ihr daran reißt wie wild und die Kabel hier abreißen. Man kann es dann einfach ein bisschen aufklappen. Und hier ist diese Verriegelung, diese Stecker. Die kann man hier an den Seiten einfach leicht gegendrücken. Das könnt ihr hiermit machen oder mit einem Schraubenzieher. Gehen dann so auf. Hier auch. So, dann kann man den Deckel schon abnehmen. Das legen wir an die Seite. Jetzt haben wir hier 4 Schrauben, Torx 6. Die 4 Schrauben lösen wir. So. Und schon kann man den Deckel abnehmen. Der kommt ja neu. Und hier ist der Drehknopf, der immer die Probleme macht. Hier sieht man schon, es gibt ein paar verschiedene Ausführungen. Der hat hier diese 3, eigentlich sind es 3 so Halter. 2 sind schon abgebrochen. Normalerweise liegen die hier drin. Die muss man dann kann man das hier so abnehmen, die rausschütteln. Ich hatte es vorhin schon einmal aufgemacht und einmal nachgeschaut, wo der Fehler auch liegt. Deswegen sind sie jetzt nicht mehr drin, aber das macht ihr dann bitte sauber, weil sonst passt es hier nicht mehr richtig. So, Knopf ist defekt, Blende kann man sich weglegen, wenn man sie haben möchte. Und jetzt zeige ich euch, was hier in unserem Set drin ist. So, einmal die Blende. Und hier ist dann der Knopf. Und was hier noch drin ist, ist auch ein neues Klebesiegel. So, und jetzt ist es eigentlich ganz simpel. Hier kann man auch noch mal sehen, im Vergleich. Da ist nur noch ein Steg über. Hier sind noch alle 3 vorhanden. So, dann nehmen wir einfach den neuen Knopf, setzen hier drauf. Drücken einmal, gucken nochmal, ob er Grip hat, ob er sich gut bedienen lässt. Okay. Deckel hier drauf.
So, jetzt schrauben wir die 4 Schrauben wieder fest. So, jetzt kommen wir hier nochmal vor, einmal gucken. Da geht es zu Anfang etwas schwerer, als man es vorher gewohnt ist. Das liegt daran, dass ich das ja alles noch ein bisschen einlaufen muss, aber funktioniert. So, jetzt müssen die Kabel hier wieder rein. Jetzt muss man zusehen, dass die auf sind natürlich. Vorsichtig sein hier an diesen Stellen, dass ihr hier die Kabel nicht abreißt. Die sind hier auch geklebt. Hier unten drunter ist ein Kleber, dass sie nicht sich sofort lösen. Trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt setzen wir das erste Kabel hier rein. Ich hoffe, man kann es sehen. So, Stecker muss auf. Der geht dann manchmal wieder ein bisschen zu. Ist ein bisschen fummelig, aber es geht. So, wenn das Blaue hier nicht mehr zu sehen ist, ist er drin. Jetzt kommt wieder so ein kleiner Streifen. Von dem Blauen ist wieder sichtbar. So, wenn der erste drin ist, ist alles halb so schlimm. So, Stecker nochmal öffnen. So, schieben wir hier rein. Verriegeln. So, da kann man das nochmal genau sehen. So sollte es aussehen. Etwas Leichtes von dem Blauen ist noch zu sehen. Dann stecken wir das einfach wieder drauf. Clip. Fertig. Jetzt kommt zum Schluss noch einmal der Aufkleber da drauf. Alles versiegelt. Sieht aus wie neu. So. Viel Erfolg beim selber machen. Die Ersatzteile kriegt ihr bei uns im Shop, wie immer. Ersatzteilnummer habe ich euch ja schon angegeben und ja, gebt mir ein Like, freue ich mich, oder abonniert unseren Kanal und bis demnächst. Ciao, euer Dirk.